Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute wollte ich euch 3 DIY-Rezepte zeigen. Und zwar handelt es sich um Lippenscrubs, also Lippenpeeling. Ich war heute auf Instagram unterwegs und da habe ich gesehen, dass jemand selber Lippenscrub gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, okay, warum probiere ich das mal nicht selber aus? Und dann habe ich 3 Rezepte gefunden, wofür man auch nur ganz wenige Zutaten braucht. Und diese Zutaten hat auch bestimmt jeder daheim. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Video. Ich rede jetzt nicht mehr lange rum und wir fangen an. So, jetzt seht ihr hier nochmal die Zutaten. Ich habe nur insgesamt 5 Zutaten dafür. Als erstes brauchen wir Zucker dafür. Ich habe hier jetzt braunes Rohrzucker. Ihr könnt auch weißes Zucker nehmen, aber es sollte ein bisschen grob sein, damit ihr auch dieses Peeling-Effekt habt. Und dann habe ich hier noch Kokosöl. Ich mag es vom Geruch her, könnt ihr aber auch ein anderes Öl nehmen. Und ich habe hier auch noch gemahlenen Zimt da. Außerdem brauchen wir auch etwas Honig. Ich habe jetzt Blütenhonig da, ihr könnt auch was anderes nehmen. Und wir brauchen auch noch Vanilleextrakt. Außerdem brauchen wir auch eine Schüssel mit einem Löffel dazu. Und was wir auch noch brauchen ist, damit wir die Scrubs dann später umfüllen können, so kleine Behälter. Das sind jetzt so Perlenbehälter gewesen, die waren jetzt leer, deswegen habe ich die jetzt genommen. Ihr könnt auch größere Behälter nehmen, wenn ihr größere Mengen macht, dann ist das auch kein Problem. So, für den ersten Scrub brauchen wir erstmal Zucker. Am besten von der Menge her nehmt ihr immer gleich viel von jeder Zutat, also vom Verhältnis her 1:1. Ich nehme hier jetzt einen halben Esslöffel und gebe erstmal einen halben Esslöffel Zucker in die Schüssel rein. Dann kommt ein halbes Esslöffel Öl mit rein. Ich muss es erstmal aufbekommen. Hier ist das Öl schon flüssig, weil es am Fensterbank stand und es war ziemlich warm heute und es ist schon geschmolzen. Genau. Dann brauchen wir noch einen halben Esslöffel Honig. Und jetzt könnt ihr alle Zutaten miteinander verrühren. Und während ich das gerührt habe oder miteinander vermischt habe, habe ich gemerkt, dass die Konsistenz immer ein bisschen fester geworden ist. Ihr braucht jetzt auch nicht so lange umrühren. Ich habe das jetzt etwas länger gemacht, aber so lange braucht ihr das jetzt nicht umrühren. Das geht jetzt relativ schnell. Und von der Konsistenz her sollte es dann halt so sein, wie ihr das jetzt hier seht. Und dann könnt ihr es auch schon in einem Behälter umfüllen. Und ihr seht schon, in der Schüssel sah es recht wenig aus, aber es füllt diesen Behälter schon ziemlich gut. So, hier seht ihr nochmal den fertigen Scrub von der Konsistenz her, wie es aussieht. Und jetzt mache ich hier noch schnell den Deckel zu und dann fangen wir mit dem zweiten Scrub an. Für den zweiten Scrub brauchen wir eigentlich dieselben Zutaten wie beim ersten, nur kommt dann noch eine Zutat dazu. Wir brauchen erstmal wieder einen halben Esslöffel Rohrzucker.
wundert euch nicht, was ich hier mache. Ich versuche den Löffel wieder so reinzugraben, wie er davor auch war. Dann brauchen wir wieder einen halben Esslöffel Kokosöl. Dann brauchen wir auch wieder einen halben Esslöffel vom Honig. So, jetzt kommt noch ein Esslöffel von unserer Spezialzutat rein, und zwar Zimt. Das sorgt dafür, dass es dann am Ende super lecker riecht und sich auch angenehm anfühlt. Naja, eher, dass es super gut riecht. So, jetzt sind alle Zutaten drinnen. Jetzt einfach wieder alles miteinander verrühren. Und am Ende sollte es dann wieder so eine ähnliche Konsistenz ergeben wie beim ersten Scrub. Beim zweiten Mal ist meiner Meinung nach viel mehr Inhalt entstanden als beim ersten Mal. Und jetzt füllen wir auch hier die Masse in unseren Behälter rein. Ups, der ist jetzt schon ziemlich voll, aber ja, da muss jetzt noch der ganze Rest reinpassen, weil verschwenden tun wir das jetzt nicht. So sieht jetzt das zweite Peeling aus. Also ziemlich voll geworden, der Behälter. Und jetzt mache ich hier auch den Deckel zu, lege es erstmal zur Seite, und jetzt kommen wir auch zu unserem letzten Scrub. So, für das letzte Scrub brauchen wir jetzt erstmal einen halben Esslöffel Rohrzucker. Dann wollte ich das Öl mit reingeben, aber dann ist mir erstmal der Deckel runtergefallen, und dann habe ich mir überlegt, ja, wenn ich halt das Öl mit reingeben würde, würde sich das mit dem Geruch von Vanilleextrakt vermischen, und ich wollte eigentlich nur diesen Duft von dem Vanilleextrakt eben haben und habe nur das Extrakt mit rein. Da habe ich nicht die komplette Tube, sondern nur, ja, halt ein bisschen mehr als die Hälfte, aber nicht komplett rein. Und jetzt muss auch das miteinander verrührt werden. Und ja, das hat jetzt nicht so viel ergeben, aber ist trotzdem okay. Ich habe ja noch zwei andere. So, jetzt ist auch das letzte Peeling fertig, und jetzt können wir das auch noch in den Behälter umfüllen. So, jetzt mache ich auch hier den Deckel nochmal drauf, und jetzt seht ihr hier nochmal alle drei zusammen. Ja, das zweite ist ein bisschen übergelaufen, aber nicht schlimm. Ich werde die 3 Scrubs jetzt für euch mal testen und euch Feedback dazu geben. So, meine Lieben, jetzt habt ihr die 3 Rezepte gesehen. Ich habe sie auch hier bei mir liegen. Die
3. Ja, wie ihr gesehen habt, man braucht echt nur wenige Zutaten dafür und das kann man sehr, sehr einfach machen. Man braucht halt einfach nur diese Behälter dazu. Meine Mutter, sie kauft sehr gerne Perlen ein und die kommen meistens in so kleinen Behältern und deswegen habe ich die jetzt genommen. Ja, ich werde sie jetzt für euch mal live testen. Das letzte, was ich gemacht habe mit Vanilleextrakt, das riecht schon sehr gut. Ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Ich zeige euch einfach mal, wie das aussieht. So sieht das aus. So sieht das von der Konsistenz her aus. Ist jetzt, das letzte ist jetzt recht wenig geworden, aber das ist nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch 2 andere dafür und jetzt probiere ich das jetzt einfach mal aus. So. Also das erste, was ich sagen kann, ist, ihr könnt das natürlich auch essen. Ich meine, das ist ja nur Vanilleextrakt mit Zucker. Das riecht verdammt gut. Und es fühlt sich auch sehr gut an. Oh ja. Das ist ein schön richtiges Peeling. Mag ich. Oh, das riecht verdammt gut. Müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Dann probiere ich noch die 2 anderen aus. So, dann probiere ich als nächstes hier dieses Honig-Zimt-Peeling aus. Da habe ich das jetzt etwas zu überfüllt, aber nicht schlimm. Okay. Das ist jetzt etwas flüssig geworden von der Konsistenz her. Aber mal schauen. Obwohl, das ist dann halt, also für mich ist es wie so ein Lippenbalsam. Fühlt sich ganz weich an. Oh ja. Also man könnte da noch etwas mehr Zimt reintun für den Geruch, aber sonst finde ich sehr gut. Ja, finde ich sehr gut. Fühlt sich ganz angenehm an auf der Lippe. Okay. Dann probieren wir jetzt noch das letzte aus. So, das Honig, das ist eigentlich nur Honig-Peeling mit Zucker. Das ist auch etwas flüssig, aber mal schauen, wie es sich gleich anfühlt. Oh ja, das ist von der Konsistenz her ganz gut. Ich habe Zucker im Mund. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Ja, fühlt sich alles super gut an. Ist sehr süß. Vielleicht nur, also beim ersten habe ich glaube ich etwas zu viel Öl rein, aber sonst ist alles super. Genau, ihr habt jetzt mein Feedback dazu gesehen. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, nachzumachen. Ich meine, ihr habt sowieso die Zutaten bestimmt alle daheim und dann braucht ihr jetzt nicht extra dafür Geld auszugeben oder fertige Peelings zu kaufen, wenn ihr sowieso das mal selber ausprobieren könnt. Und ja, dann probiert es mal aus und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es geworden ist und wie es sich angefühlt hat. Und ich freue mich dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!